Der Leitleslupfer. Der Leitleslupfer. ...30 Kilometer, 380 Höhenmeter. Eine Runde Heimatkunde. Wie schön, so wollen wir da überbadet. Mein Name ist Martin Schmid und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Der Leitleslupfer. Die Abonnenten unter euch kennen sicher meine Filme unter der Rubrik Eine Runde Heimatkunde. In diesem Format verbinde ich Sagen und Märchen aus dem Albvorland mit einer Tour zu den mutmaßlich bekannten Orten des Geschehens. Oder auch zu ganz anderen Themen, je nachdem, was mir in die Quere kommt. Schaut gerne mal rein in die Playliste und denkt an das Abo. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Heute also mal was ganz anderes, aber trotzdem unter der Rubrik Eine Runde Heimatkunde. Heute erwartet uns keine Sage, kein Märchen, sondern knallharte Realität. Eine Anlage der Fördertechnik, die weltweit fast einzigartig ist und ihresgleichen sucht. Kein einfacher Personenaufzug, nein, aber auch keine schnöde Kabinenbahn. So ein Mischmasch aus beidem. Ein Leitleslupfer halt. In der Fachsprache nennt man das People Mover. Das ist ein schienengebundenes, meist automatisch verkehrendes Transportmittel für kurze Strecken. So etwas findet man oft auf Messen oder Flughäfen. Und in Altbach steht so eine Anlage. Entwickelt von der Firma Schmid, dient sie dazu, Personen, aber auch mobil eingeschränkte Mitmenschen quer über ein schwer überwindbares Hindernis zu befördern. Gedacht war es eigentlich für Straßen, um den Autoverkehr nicht zu behindern. Firmeninhaber Emil Schmid sagt das jedenfalls. Kann das im heutigen Zeitalter noch sein, dass wegen einem Fußgänger der ganze Verkehr anhalten muss? Aber für unüberwindbare Bahnlinien eignet sich die Anlage fast noch besser. Nur 3 Stück wurden davon gebaut. Die erste Anlage steht in Pfullingen und überquert die Bundesstraße. Sie wurde 2001 eingeweiht und war nach 6 Jahren bereits Museumsstück. Die jüngste Anlage aus 2007 ist an der Berliner S-Bahn am Bahnhof Rummelsburg und noch in Betrieb. Wir besuchen heute die größte über Bahnschienen aus dem Jahre 2006. Sie macht die S-Bahn-Haltestelle behindertengerecht zugänglich. Und dann hat die Bahn uns nur 4 Stunden genehmigt zum Aufstellen. War für uns aber kein Problem. Der People Mover wurde angeliefert in 3 Teile. Linker Turm, rechter Turm und die Brücke. Und mit dem Kranwagen reingehoben, Brücke drüber. Da sind wir sogar noch 1 Stunde früher fertig gewesen. Baby, I know all
Ein Segen für Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen, aber für Liegeradler leider nicht geeignet. Trotz Baukosten von seinerzeit sagenhaften 1,2 Millionen Euro ist die Kabine leider zu kurz geraten. Die Kabine fährt zunächst senkrecht wie ein Aufzug und gleitet dann hängend wie eine Laufkatze unter einer Brückenkonstruktion waagrecht auf die andere Seite. Dort geht es in einer fließenden Bewegung wieder abwärts. Gerade der fließende Übergang macht die über 20 Jahre alte Konstruktion so einzigartig. Das kann noch nicht einmal die neueste Entwicklung von ThyssenKrupp Elevators, der Multi. Die anfangs ganz gewöhnliche Aufzugsfahrt wird spätestens am oberen Umlenkpunkt zu einer atemberaubenden Reise in einer fliegenden Kiste. So wie wir früher in Paternoster ganz nach oben gefahren sind und dachten, wir landen gleich kopfüber. Aber die Kabine geht butterweich in die Kurve und bringt uns ohne Ruckeln und Zuckeln auf die andere Seite. So einzigartig die Anlage auch ist, so fehleranfällig ist sie leider. Regelmäßig führt die aufwendige Konstruktion zu Ausfällen und langen Stillstandszeiten. Für diesen Film habe ich gut ein Vierteljahr gewartet, um euch die Fahrt in Funktion zeigen zu können. Die Anlage kommt in die Jahre und die Unterhaltskosten steigen. Wir werden sehen, wie lange wir noch in den Genuss einer solch außergewöhnlichen Fahrt kommen. Aber zunächst sehen wir mal, wie wir wieder nach Hause kommen nach unserer außergewöhnlichen Fahrt. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und denkt an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.